Mein Name ist Amelie. Ich bin 26 Jahre alt. Ich arbeite als Hausmädchen in einem großen Haus. Das Haus ist sehr geräumig, mit 5 Schlafzimmern und 3 Badezimmern. Es gibt einen Garten, ein Schwimmbad und ein großes Tor. Ich putze die Zimmer, wasche die Wäsche und bereite jeden Morgen das Frühstück vor. Das Haus gehört Herrn Adrian. Er ist ein reicher Mann. Er besitzt eine große Firma. Er trägt elegante Anzüge und fährt ein schwarzes Auto. Er ist 34 Jahre alt. Er lebt alleine. Er ist ruhig. Er spricht nicht viel, aber er ist nicht unhöflich. Er sagt immer Hallo und Danke. Das war alles. Als ich dort anfing zu arbeiten, war ich nervös. Ich hatte noch nie in einem so großen Haus gearbeitet. Meine Kleidung war einfach und meine Schuhe waren alt. Ich komme aus einer kleinen Stadt. Ich bin nicht zur Universität gegangen. Ich brauchte diesen Job. Meine Mutter war krank und ich musste Geld nach Hause schicken. Ich reinigte jeden Tag die Küche und bereitete Tee für ihn zu. Herr Adrian mochte Tee ohne Zucker. Er mochte Eier und Toast am Morgen. Er verließ immer um 8 Uhr morgens die Arbeit und kam um 18 Uhr nach Hause. Ich bereitete das Abendessen zu und wusch dann das Geschirr. Ich blieb in einem kleinen Zimmer neben der Küche. Es war einfach und ruhig. Eines Abends begann es heftig zu regnen. Es gab Donner und starken Wind. Ich war dabei, den Boden zu reinigen, als das Licht ausging. Ich stoppte. Ich hatte Angst vor der Dunkelheit. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Dann hörte ich seine Stimme. Er fragte mich, »Amelie, geht es dir gut?« Ich sagte ja, nur überrascht. Er betrat die Küche mit einer Kerze. Er stand neben mir. Ich sah sein Gesicht im Kerzenlicht. Er sah anders aus. Er sah freundlich aus. Er sagte, »Setz dich, ich mache etwas Tee.« Ich war schockiert. »Herr, kann ich das tun?« sagte ich, aber er lächelte. »Du arbeitest immer noch. Du kannst heute Abend ruhen.« Er machte den Tee und reichte mir eine Tasse. Ich hielt sie mit beiden Händen. Es war heiß. Ich sagte nicht viel, ich sagte nur Danke. Er sagte, »Du sprichst nicht viel. Warum?« Ich blickte nach unten. Ich sagte, »Weil ich das Dienstmädchen bin.« Er sah mich an und seine Augen waren sanft. Er sagte, »Aber du bist auch ein Mensch. Mir hat noch nie jemand das gesagt.« Ich wünschte, ich könnte weinen, aber ich hielt es zurück. Diese Nacht blieben wir still. Das Kerzenlicht brannte zwischen uns. Nach dieser Nacht begann sich etwas zu ändern. Herr Adrian begann mehr zu sprechen. Er stellte mir Fragen. »Woher kommst du? Hast du Geschwister? Was machst du gern?« Ich erzählte ihm kleine Dinge. Ich sagte, dass ich gerne zeichne. Ich erzählte ihm von meiner Mutter und ihrer Krankheit. Er hörte mir schweigend zu. Eines Tages kam er nach Hause mit einem Geschenk. Es war ein Skizzenbuch und Bleistifte. Er sagte, »Ich habe daran gedacht, dass du gerne zeichnest.« Ich hielt das Skizzenbuch in meinen Händen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. »Danke«, flüsterte ich. An diesem Abend zeichnete ich eine Rose. Am nächsten Morgen legte ich die Zeichnung auf den Küchentisch. Als ich zurückkam, fand ich eine Notiz darauf. »Es ist schön.« Ich begann, etwas in mir zu spüren. Ich wusste nicht, was es war, aber ich lächelte mehr. Ich reinigte und hörte Musik.
Und abends zeichnete ich. Manchmal stand er an der Tür und sah mir zu. Ich fühlte mich schüchtern, aber auch warm in meinem Herzen. Niemand hatte mich jemals so angesehen. Eines Wochenendes fragte er mich: »Möchtest du mit mir in die Bibliothek gehen?« Ich sah ihn überrascht an. »Ich?« fragte ich und er lächelte. »Ja, du.« Ich zog meine besten Kleider an. Sie waren alt, aber sauber. Ich kämmte mir die Haare und setzte etwas Lippenstift auf. Wir gingen zusammen. Die Leute starrten uns an. Ein reicher Mann und das Dienstmädchen. Ich fühlte mich klein, aber er ging neben mir, als wäre ich eine wichtige Person. In der Bibliothek bat er mich, das Buch auszuwählen, das ich wollte. Ich wählte ein kleines Buch über Blumen. Er bezahlte es und reichte es mir sorgfältig. Auf dem Heimweg sagte er: »Du bist nicht nur ein Dienstmädchen, Amelie. Du bist freundlich, sanft und stark.« Ich antwortete nicht. Ich sah aus dem Fenster und lächelte. Aber es war immer noch nicht einfach. Eines Morgens kam seine Tante, um mich zu besuchen. Sie war groß, reich und kalt. Sie sah mich streng an. »Wer ist das?« fragte sie. »Amelie, sie arbeitet hier«, sagte Adrian. Sie sah mich von oben bis unten an. »Du hast das Dienstmädchen im Garten sitzen lassen«, sagte sie. »Ja, sie kann sitzen, wo sie will«, antwortete Adrian. Aber ich fühlte mich beschämt. Ich stand auf und ging hinein. An diesem Abend weinte ich in meinem kleinen Zimmer. Ich gehörte nicht zu seiner Welt. Adrian klopfte an meine Tür. »Weine nicht«, sagte er, »sie kennt dich nicht.« Ich sagte: »Sie hat recht, ich bin nur das Dienstmädchen.« Er kam näher. »Amelie, hör zu, du bist nicht nur ein Ding. Du bist mehr als nur ein Job, wie ich es sehe.« Ich sah ihn mit Tränen in den Augen an. »Warum behandelst du mich so freundlich?«, fragte ich ihn. Er lächelte leicht, »weil ich dich mag.« Mein Herz stoppte für einen Moment. »Aber ich bin nicht so«, sagte ich. Er schüttelte den Kopf. »Du bist wichtig. Du bist diejenige, an die ich bei der Arbeit denke. Du bist diejenige, auf die ich warte, wenn ich nach Hause komme.« Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Meine Hände zitterten. Er berührte meine Hand sanft. »Lass uns langsam angehen. Aber bitte, sage nie wieder, dass du nichts bist. Du bist alles für mich.« In dieser Nacht konnte ich nicht schlafen. Mein Herz war voll, aber es war auch besorgt. Kann eine Dienstmagd in einen reichen Mann verliebt sein? Kann er mich wirklich lieben? Ist das real oder nur ein Traum? Die Tage vergingen und er behandelte mich weiterhin gleich, mit Respekt und Fürsorge. Aber jetzt lächelte er mehr. Er setzte sich mit mir hin, wenn wir Tee tranken. Er sah sich meine Zeichnungen an. Er kaufte mir sogar neue Schuhe. Ich fühlte mich, als würde ich aus einem langen Winter erwachen. Aber tief im Inneren wusste ich, dass Schwierigkeiten kommen würden. Die Welt mag Geschichten wie meine nicht. Eine Dienstmagd und ein reicher Mann. Die Leute flüstern, die Leute urteilen. Und bald tat jemand mehr als flüstern. Bevor ich fortfahre, möchte ich dir eine Frage stellen. Woher hörst du zu? Manchmal frage ich mich, ob jemand von weit weg mich versteht. Zu wissen, dass du dort bist, gibt mir Kraft. Es geschah an einem Montagmorgen. Ich war dabei, das Wohnzimmer zu reinigen, als es an der Tür klingelte. Ich öffnete die Tür und sah eine Frau in einem roten Kleid. Sie trug dunklen Lippenstift und lange Nägel. Sie sah reich, stolz und wütend aus.
Sie betrat das Haus, ohne zu fragen. Ich hielt sie nicht auf. Ich fühlte mich verwirrt und ängstlich. Sie setzte sich auf das Sofa und sah sich um. Sie fragte, wo Adrian war. Ich sagte ihr, dass er nicht da war. Sie sagte, ihr Name sei Vanessa. Sie sagte, sie sei seine Verlobte. Ich kannte sie nicht. Adrian hatte mir nie von ihr erzählt. Vanessa sah mich an und lachte. Ihre Augen waren kalt. Sie sagte mir, dass ich nur das Dienstmädchen sei. Sie bat mich, meinen Platz zu erinnern. Das tat mir weh. Ich blieb still, schweigend. Ich wollte, dass sie geht. Ich fühlte mich nicht sicher. Als Adrian an diesem Abend nach Hause kam, erzählte ich ihm von ihr. Sein Gesicht veränderte sich. Er sagte, sie habe kein Recht zu kommen. Er sagte, sie sei Teil seiner Vergangenheit. Er versicherte mir, dass er sie nicht mehr liebte. Er fügte hinzu, dass sie ihn einmal verlassen hatte und sein Herz zerbrach. Ich hörte zu, aber blieb still. Ihre Worte blieben in meinem Kopf. Ich fühlte mich wieder klein. Ich begann zu glauben, dass es vielleicht ein Fehler war. Vielleicht sollte ein Mann wie er keine Frau wie mich lieben. Seit diesem Tag verschwand mein Lächeln. Ich putzte weiter, kochte weiter, aber ich sang nicht mehr. Während der Arbeit malte ich nicht mehr. Ich bewegte mich langsam. Ich hatte Angst vor dem, was passieren würde. An einem Morgen ging ich zum Markt, um Brot und Eier zu kaufen. Ich hörte Flüstern. 2 Frauen schauten mich an und deuteten auf mich. Mon lachte. Ich blieb nicht stehen, um zuzuhören. Ich umarmte meine Tasche und ging schnell. Ich wollte weinen. Ich wollte mich verstecken. Ich wusste, dass sie über mich sprachen. In dieser Woche erschien mein Bild in der Zeitung. Jemand hatte ein Foto von mir mit Adrian in der Bibliothek gemacht. Die Schlagzeile lautete: Die Dienstmagd und der Millionär. Mein Gesicht war klein, aber deutlich. Ich war jetzt berühmt. Zu Hause blieb ich in meinem Zimmer und schloss die Tür. Ich starrte auf den Boden. Ich fühlte mich kalt und müde. Ich dachte daran zu gehen. Vielleicht wäre das Leben für ihn leichter, wenn ich ging. Ich wollte nicht sein Problem sein. An diesem Abend kam Adrian in die Küche. Er fragte mich, warum ich still war. Ich sagte, mir ginge es gut. Er sagte, er glaube mir nicht. Ich gab zu, dass die Leute sich über mich lustig machten. Ich sagte ihm, sie hätten gesagt, dass ich nichts sei. Er sah mich an und sagte, dass sie sich irren. Er sagte mir, dass ich alles für ihn sei, aber es war schwer für mich daran zu glauben. Nach einigen Tagen nahm er mich mit zum Meer. Es war ein ruhiger Ort mit weichem Sand und blauem Wasser. Wir gingen entlang der Wellen. Die Sonne war warm und der Wind war leicht. Ich fühlte mich friedlich. Wir sprachen eine Weile nicht. Dann stoppte er und sah mich an. Er sagte mir, dass er mich liebte. Er sagte, dass ich sein Zuhause wie ein Zuhause fühle. Er sagte, er wolle mich heiraten. Ich stand still, meine Augen füllten sich mit Tränen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich hatte nie von diesem Moment geträumt. Ich flüsterte ja. Er lächelte und hielt meine Hand. Ich sah ihn an und begann zu weinen. Ich war glücklich und gleichzeitig ängstlich. Nach diesem Moment änderte sich das Leben wieder. Wir sprachen mit einigen Freunden. Er sprach mit seiner Familie. Seine Tante war nicht glücklich. Sie sagte, ich wolle nur sein Geld. Sie sagte, es sei ein Jammer. Ich schwieg. Ich wollte nicht streiten. Adrian sagte ihr,
dass ich nicht an seinem Geld interessiert sei. Er sagte, dass ich ehrlich sei. Er sagte, dass er mich liebte. Ich weinte an diesem Tag nicht, aber mein Herz war schwer. Ich wünschte, die Leute könnten die Wahrheit sehen. Ich wünschte, sie könnten mein Herz sehen. Wir hatten eine kleine Hochzeit. Sie war einfach und schön. Ich trug ein einfaches weißes Kleid. Er trug einen blauen Anzug. Wir tauschten unsere Ehegelübde im Garten aus. Es waren nur ein paar Gäste da. Er sah mich die ganze Zeit an. Nach der Zeremonie saßen wir neben den Blumen. Er hielt meine Hand und sagte, dass dies unser neues Leben sei. Ich lächelte ihn an. Ich fühle mich immer noch, als würde ich träumen. Ich bin nicht mehr das Dienstmädchen, sondern die Braut, aber die Welt hat sich mit mir nicht verändert. Die Leute starren immer noch auf mich. Sie flüstern immer noch. Auf einer Dinnerparty sagte eine Frau, also das ist die Dienstmagd, die zur Braut wurde. Ich lächelte, aber ich fühlte tiefen Schmerz. Nach der Party setzte ich mich auf das Bett und sagte nichts. Adrian fragte mich, was los sei. Ich sagte, nichts. Aber er wusste es. Er bat mich, nicht auf sie zu hören. Er sagte, mein Herz sei gut. Er sagte, ich mache ihn glücklich. Diese Worte halfen mir, aber der Schmerz blieb in mir. Nach ein paar Wochen wurde ihm ein Job in einem anderen Land angeboten. Er fragte mich, ob ich mit ihm kommen wolle. Ich sagte ja, ich wollte alles hinter mir lassen. Ich wollte einen Neuanfang. An diesem Ort würde niemand wissen, dass ich ein Dienstmädchen war. Niemand würde über mich lachen. Niemand würde mich mit Namen ansprechen. Ich könnte einfach seine Frau sein. Ich packte meine Taschen und sagte meinem Heimatland Lebewohl. Es war das Land, in dem ich gearbeitet hatte, und das Land, in dem ich die Liebe fand. 2 Wochen später stiegen wir in das Flugzeug. Ich sah aus dem Fenster. Die Wolken waren weiß und weich. Ich hielt seine Hand. Ich wusste nicht, was mich erwartete, aber ich war bereit. Ich war nicht mehr das Mädchen, das als Dienstmädchen begann. Ich war stärker, ich hatte Liebe und ein neues Leben erwartete mich. Wir zogen in ein neues Land. Es war weit entfernt von meinem alten Leben. Die Stadt war ruhig und sauber. Die Leute gingen langsam. Die Luft war frisch. Dort wusste niemand, wer ich war. Niemand sah mich an. Niemand flüsterte. Ich war einfach seine Frau. Wir mieteten eine kleine Wohnung in der Nähe eines Parks. Ihre Wände waren weiß und ihre Fenster waren weit. Ein Baum stand vor unserem Zimmer. Jeden Morgen beobachtete ich die Blätter, wie sie sich im Wind bewegten. Ich machte Tee und wartete, dass Adrian aufwachte. Die Stille war friedlich. Adrian begann seinen neuen Job. Er war beschäftigt, aber glücklich. Ich blieb zu Hause, machte das Mittagessen und reinigte. Ich ging nachmittags spazieren und ging zum Markt. Mein Englisch war nicht perfekt, aber ich versuchte es. Ich lächelte oft. Ich wollte freundlich sein. An manchen Tagen vermisste ich mein altes Leben. Nicht die Arbeit, sondern das Gefühl von Zuhause. Ich vermisste meine Mutter. Ich vermisste mein kleines Bett. Ich vermisste das Geräusch des Besens auf dem Boden. Es fühlte sich seltsam an. Ich hatte jetzt mehr. Mehr Geld, mehr Platz, mehr Freiheit. Trotzdem fehlte etwas. Eines Tages kam Adrian früh nach Hause. Er brachte Papier und Bleistifte mit. Er sagte, ich habe an dich gedacht, als ich das sah. Ich lächelte.
Ich hatte seit Monaten nicht mehr gezeichnet. An diesem Abend zeichnete ich eine Blume, dann einen Vogel. Meine Hände bewegten sich langsam, aber mein Herz war voller Freude. Am nächsten Morgen sah ich mir die Zeichnungen an. Sie waren nicht perfekt, aber sie sahen echt aus. Ich legte einen Rahmen darum und stellte sie in die Küche. Als Adrian nach Hause kam, sah er sie und lächelte. Er sagte, »Du solltest mehr davon tun.« Ich fuhr fort. Ich begann jeden Tag zu zeichnen. Ich zeichnete Bäume, Fenster, Brot auf einem Tisch. Ich zeichnete die Hände meiner Mutter aus der Erinnerung. Ich zeichnete den Garten, den ich einmal gereinigt hatte. Ich vergaß nicht, woher ich kam. Ich trug es mit mir. Später fand ich einen kleinen Zeichenkurs in der Nähe. Ich ging heimlich dorthin. Die Lehrerin war nett. Sie sprach langsam. Die Frauen lächelten mich an. Sie fragten mich, woher ich kam. Ich antwortete, aus einer kleinen Stadt. Ich war ein Dienstmädchen. Sie hörten mir zu. Eine von ihnen sagte, es sei ehrliche Arbeit. Ich lächelte. Ich fühlte mich wertgeschätzt. Wochen vergingen, dann Monate, und meine Zeichnungen verbesserten sich. Mein Lehrer sagte, du hast eine zarte Sichtweise. Die Leute spüren etwas, wenn sie deine Zeichnungen ansehen. Das machte mich glücklich. Ich zeigte sie Adrian und er sagte, ich habe immer gewusst, dass du besonders bist. Eines Tages fasste ich einen Entschluss. Ich mietete einen Tisch auf dem Wochenendmarkt. Ich stellte meine besten Zeichnungen in Rahmen. Ich richtete sie morgens ein. Ich wusste nicht, ob jemand anhalten würde, aber sie taten es. Ein Mädchen sagte, das gefällt mir, es sieht friedlich aus. Sie kaufte es. Ich lächelte den ganzen Tag. Jede Woche verkaufte ich mehr. Ich benutzte das Geld, um bessere Bleistifte zu kaufen. Ich kaufte Brot zum Abendessen. Ich kaufte kleine Geschenke für Adrian. Anfangs erzählte ich ihm nicht, woher das Geld kam, aber eines Abends sah er die Münzen auf dem Tisch. Ich sagte, die Leute haben meine Zeichnungen gekauft. Er sah mich an und umarmte mich fest. An diesem Abend saßen wir am Fenster. Er sagte, tu, was du liebst. Ich bin stolz auf dich. Ich sah auf die Sterne. Ich fühlte mich ruhig. Ich fühlte mich nicht mehr wie das Dienstmädchen. Ich fühlte mich nicht mehr wie ein Fremder in seiner Welt. Ich fühlte mich wie ich. Eines Abends kam Adrian spät nach Hause. Er sah sehr müde aus. Ich machte ihm Suppe. Wir saßen zusammen auf dem Sofa. Er sagte, manchmal habe ich das Gefühl, dir nicht genug zu geben. Ich sah ihn an und sagte, du hast mir Frieden gegeben. Du hast mir Sicherheit gegeben. Du hast mir eine Chance gegeben, mich selbst zu finden. Das ist mehr als genug. Er lächelte und küsste meine Hand. Wir standen dort ohne Worte, nur mit ruhiger Liebe. In diesem Winter besuchte mich meine Mutter. Es war ihr erster Flug. Sie trug einen einfachen Mantel und eine kleine Tasche. Als ich sie am Flughafen sah, rannte ich zu ihr. Sie weinte und sagte, du siehst so glücklich aus. Ich antwortete, ich bin es. Zu Hause zeigte ich ihr meine Zeichnungen. Ich zeigte ihr den Markt, auf dem ich sie verkaufte. Sie lächelte stolz. Sie berührte mein Gesicht und sagte, du hast ein neues Leben aufgebaut. Wir kochten zusammen. Wir lachten zusammen. Sie erzählte mir alte Geschichten, die ich fast vergessen hatte. Für einen Moment schien alles wieder normal zu sein. Bevor sie ging,
sagte sie mir etwas, das ich nie vergessen werde. Du warst nie nur ein Dienstmädchen, du warst immer mehr als das. Jetzt sieht es auch die Welt. Nachdem sie gegangen war, saß ich am Fenster. Ich beobachtete die Bäume, wie sie sich im Wind bewegten. Ich dachte an das Mädchen, das ich einst war, das die Böden fegte und still durch die weiten Flure ging. Das sich klein fühlte. Sie ist immer noch ein Teil von mir, aber sie steht jetzt stolz da. Ich war ihr Dienstmädchen. Jetzt bin ich seine Frau. Mehr als das. Ich bin ich.